Hallo zusammen, mein Name ist Harry und interessiert ihr euch dafür, PixInsight zu kaufen? Oder habt ihr es bereits gekauft und sucht nach ein paar guten Informationen, um damit zu starten? Dann empfehle ich euch, schaut euch mein Video an. Ich teile mit euch meine Erfahrungen, die ich mit PixInsight gemacht habe. Ich wünsche euch beim Schauen des Videos viel Spaß. Hallo Oris, wusstest du, dass Licht 8 Minuten und 20 Sekunden von der Sonne bis zur Erde braucht? Oris, lass uns ein Video machen, komm. Ich werde mehrere Videos machen. Der Teil 1 ist Blink, das Skript blinkt. Bearbeiten werde ich Aufnahmen vom Pferdekopfnebel. Ich habe PixInsight bereits geöffnet. Ich möchte euch jetzt Blink zeigen. Blink ist für mich eigentlich ein wichtiger Prozess, mit dem ich beginne, um die Qualität der Aufnahmen, aller Aufnahmen zu überprüfen. Ich gehe in diese Prozess Explorer und mache Doppelklick auf Blink. Dann öffnet sich Blink. Um Bilder zu laden, gehe ich auf diese gelbe Icon. Ich gehe zum Beispiel jetzt auf Light, dort habe ich meine Aufnahmen abgelegt, meine Bilder. Und ich werde mit dem Befehl Alt A oder Command A am Mac, also ich bin jetzt im Moment auch am Mac, kann ich alles markieren und ich kann alle Bilder damit einlesen. Man sieht, hier sind alle 25 oder 35 Bilder eingelesen und man sieht hier auch eine kleine Vorschau. Hier, dieser Bottom hier ist, dass man eine leichte gestretchte Funktion erkennt oder das lineare Bild sieht. In der leichten gestretchten Version kommt schon etwas mehr der Kontrast heraus. Hier sieht man das jeweilige Bild, hier das wird das zweite Bild und so weiter und so weiter. Und hier habe ich für eine Bildschirmanimation, kann ich die Zeit einstellen. Standardwert wäre 0,05 Sekunden. Und mit diesem Button hier kann ich die Animation starten. Man sieht, es läuft dann recht flott durch. Und diese Zitterbewegung nennt sich Dithern. Das habe ich bei der Guiding-Kamera eingestellt. Dort habe ich genau eingestellt, dass bei jedem neuen Bild die Guiding-Kamera um 5 Pixel sich jeweils verändern soll. Ich kann die ganzen Bilder mir auch einzeln anschauen, indem ich jetzt zum Beispiel das oberste markiere und mit der Pfeiltaste nach unten klicke. Da sehe ich jetzt die Qualität. Bei diesem Bild ist etwas schlechter, ist scheinbar eine Satellitenspur drin. Hier ist etwas verwackelt worden in der Nähe vom Teleskop. Hier ist das Gleiche. Hier. Und ihr habt schon gesehen, ich habe da immer diesen Haken rausgenommen aus diesen Bildern. Hier wieder. Der Rest sieht eigentlich gut aus, genau. Jetzt kann ich sagen, dass die Bilder mit den Haken, das sind gute Bilder. Und die Bilder, wo ich den Haken rausgenommen habe, an der Stelle zum Beispiel, das sind schlechtere Bilder. Diese schlechteren Bilder könnte ich jetzt separieren. Da kann ich die untere Tastatur nehmen, kann die in einen separaten Folder ablegen und nicht zum Stacking verwenden.
So habe ich das am Anfang immer gemacht. Ich habe jetzt aber festgestellt, mit den weiteren Software-Updates von PixInsight ist dies nicht mehr notwendig, da jetzt alle Bilder eigentlich separiert erkannt werden und separiert werden. So, um jetzt die nächsten Bilder reinzuladen, muss ich erstmal alles löschen hier. Das muss man generell immer, wenn man Blink verlässt, sollte am besten immer alles gelöscht sein. Ich kann das gleiche jetzt machen mit den BIAS. Alle markieren wieder. Command A, Control A. Ich kann das jetzt hier mal etwas schneller, langsamer einstellen. Das wären jetzt die ganzen BIAS, die ich zum Stacking-Prozess dann auch benötige. Die sind soweit okay, wenn ich die Bilder etwas näher ranhole. Sieht man hier die bis fast auf Pixelauflösung. Die scheinen alle okay zu sein. In der Regel werde ich da kaum einen Fehler feststellen, es sei denn, ich habe da ein falsches Bild drin, zum Beispiel von der letzten Geburtstagsparty. Auch diese Bilder lösche ich jetzt mal. Jetzt nehme ich die nächsten Bilder auf. Das wären zum Beispiel die Darks. Da habe ich 10 Aufnahmen gemacht. Alle markieren, einlesen, open. Bei den Darks sieht man auch, wenn ich das Stretching rausnehme, sind die knallschwarz. Wenn ich jetzt hier leicht strecke, sieht man schon, hier erkennt man eigentlich schon ein paar Hot Pixel. Wenn ich die jetzt mal vergrößere, sind es schon Pixelfehler auf dem Sensor. So, auch hier lasse ich mal die Animation wieder durchlaufen. Man sieht, in dem jeweiligen Bild ist dieser Hot Pixel immer identisch an gleicher Position. Ich vergrößere das mal leicht stark, kann man das vielleicht besser sehen. Ist immer an dem gleichen Pixel. Okay. Aber soweit ist alles okay, soweit ist kein falsches Bild drin. Ich lösche die jetzt wieder. Jetzt hole ich mir die Flats rein. Alle markieren. Open. Jedes gleiche. Ich lasse die mal etwas mal durchlaufen, die Flats. Kurz gesagt, die Darks vorher, die checken die Qualität des Sensors. Alle Aufnahmen habe ich in der gleichen Nacht am gleichen Ort gemacht, bei der gleichen Außentemperatur, bei den gleichen Bedingungen. Das ist auch wichtig, um die Darks vernünftig zu machen. Die Flats, die habe ich am nächsten Morgen gemacht und habe da eigentlich nur mit der Beleuchtung das so gemacht, dass der Histogrammbereich ziemlich in der Mitte ist oder zwischen dem zweiten Drittel und dem zweiten Drittel, sagen wir im zweiten Drittel. Die Flats hingegen, die beleuchten eigentlich den kompletten Lichtweg. Das heißt, den Lichtweg, wie das Licht reinkommt, über die Linsen, über die Verschmutzung der Linsen, Staub der Linsen, die nehmen alles das weg und stecken das später raus, was die Verschmutzung im Lichtweg betrifft. Ich lasse hier auch mal die Animation laufen. Ja, das sieht man jetzt eigentlich wenig. Auf jeden Fall ist kein falsches Bild drin. Auch hier kann ich das hier löschen.
Ich lade nochmal die Lights ein. Es gibt hier noch andere Funktionen, also das mit dem Video. Also hier wird man ein Crop and Create Video. Das habe ich noch nie zum Funktionieren gebracht. Das Video, was ihr jetzt auch seht, das ist eigentlich dieses Video. Zwar hier. Also die wird wahrscheinlich funktionieren, wahrscheinlich mache ich noch einiges verkehrt noch. Jetzt gibt es eine weitere Information, und zwar für eine Report-Analyse. Da habe ich jetzt die Möglichkeit, indem ich jetzt hier verschiedene Informationen hier drin habe. Ich muss ehrlich sein, ich verstehe nicht alles. Ja, das sind zum Beispiel die 300 Sekunden Aufnahmezeit, minus 10 Grad Temperatur. Das ist das, was ich ja eingestellt habe. Jetzt von diesen Lights. Man sieht hier noch das Datum, habe ich gesehen. Gain-Informationen. Welche Kamera ich das gemacht habe. Oh, nicht so schnell. 2 ACE Plus, das ist der Computer gewesen. Hier sieht man noch die Kamera, und zwar die Mini, das ist die Guiding-Kamera und das ist die Hauptkamera. Also interessante Informationen pro Bild jetzt, pro Aufnahme. Später sieht man diese Informationen auch in dem gesteckten Bild. Ich mache da mal OK. Schließe das. So, und jetzt habe ich vergessen vorhin zu sagen, man kann natürlich mit der Maustaste hier reingehen ins Bild und rollend und scrollend der Maustaste kann man den Ausschnitt jeweils vergrößern. Dann ist vielleicht auch zu sehen, so eine Einzelaufnahme hat in etwa ungefähr, ja, man sieht vom Guiding her, es sind von dem Teleskop her, es sind kaum ganz wenige Sternenstriche drin. Also das Guiding war eigentlich sehr gut. Das ist jetzt die Information, die ich jetzt hier rauslesen würde. Und die anderen Bilder, weil das Guiding ähnlich war, das wird eigentlich immer ähnlich sein. Okay, ich kann das jetzt verlassen und jetzt kann man hier noch, und damit ich bereit bin für das spätere Stacken. So, und der Stacking-Prozess, ich lösche das jetzt wieder, immer löschen am Schluss. Ich kann das schließen, ich kann das auch ablegen, indem ich jetzt das hier hin tue, verschiebe, kann es wieder öffnen, kann es wieder ablegen. Wenn ich hier drauf klicke, mache ich es zu, dann ist es weg. Ich lege es mal hier mit ab. Und jetzt der nächste Schritt, der jetzt hier wäre eigentlich der reine Stacking-Prozess. Und hier gibt es die Prozessmöglichkeiten, alle Prozesse sind hier drin, alle Prozesse, die ich später bei der Bildbearbeitung verwenden kann. Und hier wäre das Scripts, verschiedene Scripts, das für das Stacking-Prozess oder für das Stacking-Skript verantwortliche wäre hier früher das Weighted Batch Processing ist heute durch ein viel schnelleres und eigentlich auch präziseres. Es ist noch mehr Funktionen, die hier drin stecken, die hier drin bearbeitet werden. Zum Beispiel wie das Blade Solving ist mit dabei, das Photometrie ist mit dabei. Also heutzutage wird man dieses verwenden. Und das ist dann das, was ich im nächsten Video zeigen werde. Bis dahin bedanke ich mich sehr bei euch für das Zuschauen
und für die Geduld mit mir. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir bitte ein Like. Vielen Dank und bis bald. Tschüss, euer Harry und Oris natürlich. Ciao. Oris, und wie hat es dir gefallen?